Coming Up, die grosse Stille, Laufen statt Busfahren, Vorsicht beim Essen. Hallo Welt, wir sind Bettina und Rolf, ein Paar aus der Schweiz, und wir sind auf einem grossen Roadtrip durch Europa. Wir sind unterwegs mit unserem VW-Bus T3, der den Namen Catwiesel trägt. Komm mit auf unsere Reise, es wird ein Abenteuer. Schnall dich an, es geht los! Catwiesel. Heute entführt euch Catwiesel Van in die toskanische Hauptstadt Florenz. Oder wie Italienerinnen sagen, Firenze! Florenz ist sehr bekannt als Stadt der Renaissance. Sie ist eine der florierendsten Städte in Europa. Die berühmte Dynastie der Medici hat aus Florenz Handel betrieben, hauptsächlich mit Textilien, und hat auch ein modernes Bankwesen mit begründet. Und sie haben es auch in der Folge dominiert. Sie, die Medici, haben auch durch ihren Reichtum die Renaissance gefördert. Heute leben in der Region Florenz etwa 1 Million Menschen. Stark ist vor allem der Tourismus und berühmt ist auch der Weinhandel. Außerdem ist die berühmte Modefirma Gucci in Florenz daheim. Ja. Ja. Zuerst sind wir, glaube ich, fast schnell durchgefahren, wo wir nicht hätten dürfen. Irgend so eine Umweltzone. Wir sind, glaube ich, auch schnell in dieser Ding gewesen. Ich weiss es nicht. Aber irgendwie sind wir dann schnell wieder daraus rausgekommen. Und dann waren wir eigentlich vor allem im Feierabendverkehr gewesen, bei Eindunkeln. Ja, mitten durch die Stadt irgendwie. Wir sind mitten durch die Stadt. Also mitten durch die Altstadt, also fast durch die Altstadt. Ja. Mitten durch die Stadt, und wenn du halt etwas musst ausweichen, dann rutschst du ein bisschen über in die Spur oder ein bisschen in die andere Spur, und die anderen gehen einfach dann ein bisschen auf die Seite. Also es ist noch angenehm. Es ist eigentlich so noch so ein «Ja, ich gebe dir ein bisschen etwas, dann, ich nehme mir dann wieder etwas anderes» und so zum Fahren gewesen. Aber ich bin sicher, wir sind ziemlich wirr sind wir durch die Stadt gefahren, obwohl es eigentlich ringsum ein Ding hatte, einen Autobahnring. Aber ich habe dich bewundert, wie du das... Ich hätte das, glaube ich, viel mehr gestresst als Beifahrer. Mit diesen Fahrzeugen, die da ständig Spuren wechseln, vor die herfahren, den Fußgänger noch und das alles beeindunkeln irgendwie. Also, die Schwierigkeit vom Navigieren oder von den Navigationsgeräten ist, sie sagen dir immer den Strassennamen oder welche Strasse du nehmen musst. Und wenn du dann auf dieser gleichen Strasse bleiben musst, dann sagen sie dir eigentlich nichts. Und dann musst du selber merken, geht jetzt die so ganz rechts, leicht rechts, geradeaus. Und so in Florenz, wo du dann irgendwie 3 oder 4 Spuren hast, ist es dann manchmal wirklich noch herausfordernd gewesen, wenn du siehst, ja, ich muss ein bisschen links eigentlich schon gehen, aber nicht ganz so links. Aber wir haben es geschafft. Ja, eigentlich haben wir schon eine Stadtbesichtigung gehabt. Also, ansonsten habe ich irgendwie den Eindruck bekommen, dass Florenz sich sehr, sehr still war. Also, Ja, für so eine Stadt. Für so eine Stadt Ja. extrem still und ruhig. Ja. Gut, es hat ja schon einen grösseren Teil zwischen denen, wo halt Fußgängerzone ist.
Und die hohen Häuser schlucken halt den Verkehr auch recht und die engen Gassen. Also sobald man auch ein bisschen in der Altstadt selber drin ist, hört man den Verkehr sowieso nicht mehr gross. Und Ja, stimmt. wir haben halt jetzt im Januar auch nicht viele Touristen gehabt. Keine Leute. Also, ich glaube, wenn du im Hochsommer bist und es ist voll von Leuten, hast du auch ein anderes Geräuschpegel allein durch das. Und der hat uns irgendwie auch gefällt. Ich glaube auch. Das Bussystem haben wir gar nicht durchschaut. Das Laufen ist gar nicht nicht klar gekommen. Wir haben auch jetzt noch 2 Einzelfahrten, wo wir noch nicht entwertet haben, weil wir schlichtweg nicht gewusst haben, wie wir jetzt wieder zurückkommen sollen. Das hat dazu geführt, dass wir viel gelaufen sind. Absolut. Ja. Ja, absolut. Vor allem am zweiten Tag, dann im ersten ist nein, wir sind wahrscheinlich nicht viel mehr gelaufen am zweiten wie am ersten, aber am ersten war es Plan. Ja. Und am zweiten eben nicht. Und ich glaube, das Unplante hat ihn noch recht angehängt. Ja, das ist dann einfach... Ja. Man ist dann einfach lang durch eine Straße durchgelaufen, Richtung Osten und haben keinen Bus gehabt. Obwohl, wahrscheinlich hätte es einen Bus gehabt, aber wir haben es wirklich nicht durchschaut, wie das funktioniert. Es ist auch extremst schwer zu verstehen. Nein, wir haben ja ewig lang zuerst bei dem Bahnhof Firenze Santa Maria Novella im Nordwesten der Stadt eigentlich die richtige Bushaltestelle gesucht. Trotzdem, dass wir den Standort ja hatten auf Google und auch unseren aktuellen, wir haben die nicht gefunden. Dann haben wir noch eine andere, die nächste Haltestelle gesucht und dort war der Bus dann angeschrieben, der, wo wir der Meinung sind, wir müssen nehmen. Genau. Er ist nicht gekommen, dass wir hier nicht mehr zurückkommen, aber eigentlich war alles ja halb so wild. Ja. Aber aber den Fluss nachzulaufen, eigentlich in die Stadt, das ist etwas, was sehr schön war. Wunderschön, ja. Wunderschön. Ja. Wir haben dort viele Jogger, Leute, die mit Hunden sind spazieren. Ja, vor allem eigentlich Spaziergänger mit Hunden. Spaziergänger, sonst. Ja. So eine Stadt, so einen Fußweg wirklich am Fluss entlang hat, ist eigentlich eben auch nicht selbstverständlich. Ja, dass du nicht irgendwie musst Strasse nachlaufen, dass du wirklich deinen separaten Kistenweg hast, wo mit, glaube 1 oder 2 Ausnahmen von irgendwelchen Hotels, wo wir draussen rumlaufen mussten, durchgehend war vom Camping her. Also das ist wirklich, das hat mir sehr super gefallen. Und ich habe bei der Altstadt am Fluss rübergeschaut, auf die andere Seite. Dort geht es Richtung Berge, also hat es einen Hügel oder mehrere Hügel. Und dort oben dran habe ich eine grosse Kille gesehen und dachte, hey, das muss super sein, von dort oben runterzuschauen auf die ganze Stadt. Und das haben wir dann eigentlich gesagt, das wollen wir machen am zweiten Tag. Dorthin laufen und nachher eben mit dem Bus zurückgehen. Ja, das war der Plan. Genau, das war der Plan. Und was dann eigentlich dazu geführt hat, ist, dass wir aufgrund von Bildern im Internet gefunden haben, das müsse doch die und die Kirche sein. Die Kirche war aber dann nachher ganz eine kleine Kirche in einer ganz engen Straße. Ja. Und wir haben dann schlussendlich herausgefunden, dass wir schon viel zu weit gelaufen sind. Und dann sind wir halt dann wieder zurückgelaufen. Wieder runter und wieder auf einen anderen Hügel wieder hoch. Und zwischendrin haben wir aber dann Villa Bardini Villa Bardini sind wir Gartenpark. Mit einem Garten. Mit einer schönen Gartenanlage, wo wir dann dort rein sind, Eintritt gezahlt haben und dort rein sind und uns das eigentlich angeschaut haben und dann auch eine schöne Aussicht auf die Stadt hatten. Ja. Der Ausblick von oben war super. Ja. Und eben die andere Basilika. Und nachher sind wir eigentlich zu der anderen Kirche gegangen, oder
grossen Kirche, wo wir wirklich Ja. gehen wollten. Wo ich Auto Almonte. ist das Ja. genau Abbazia di San Miniato al Monte mit einer grandiosen Fernsicht auf die Stadt. Ja, wirklich vorne noch dran. schöner als dort Noch viel schöner. vom Bardini-Garten. Ja. Mhm. Ja. Um die ganze Kirche herum ist quasi eine riesige Friedhofanlage. Ja. Und dort sind wir einfach mal unbedarft reingelaufen. Und das hat so eine Ruhe ausgestrahlt. Der Friedhof der hatte praktisch keine Grünfläche gehabt. Es ist alles eigentlich so aus Stein gewesen. Ja. Und da die italienischen Friedhöfe, die haben da ihre Familiengrabhäusli und so Sachen, wo sehr also es ist sehr spannend gewesen zum Anschauen und hat eigentlich auch eine tiefe Ruhe ausgestrahlt in dem Ganzen. Ja, ein richtiger Kraftort irgendwie. Eine Art. Spannend. Und ja. auch eine völlige, also ja, völlige vielleicht nicht, aber eine grosse Ruhe ist da drin. Zur Altstadt noch, Mhm. wo wir waren. Die Markthalle hat mir sehr gut gefallen. Mir auch. Und dort hat es einen unteren Stock und einen oberen Stock. Und der untere Stock ist mehr der Klassisch Markt, ja. Ja, so. Marktstand. mit Gemüse und so Sachen. Und oben innen ist so eine ganze riesige Halle, wo ganz viele Essensstände sind und ganz viele Tische sind immer bei diesen Essensständen, wo man kann Mittagessen und was auch immer. Also sich kann verpflegen. Genau. Es hat recht viele lokale Spezialitäten gehabt. Ja, auf jeden Oder Fall. fast nur irgendwie. Ja. Und ja, und ich hatte zuerst ein bisschen Bedenken bei etwas. Man hat mir so gefunden, es sieht echt gut aus. So ein Sandwich mit so Fleisch drin, oder? Ja. Und wir haben jetzt, glaubst Rindermagen gehabt. Es war nicht Kutteln, aber fast. Aber überraschend zart. Ja. Mhm. Aber nicht, vielleicht darum auch nicht, es hat nur ausgesehen wie Seidfleisch, aber es ist nicht irgendwie Ja. Zeichel. Ja, so gewesen. Gesundheit. Entschuldigung, danke. Ein schöner Bau. Entschuldigung. Ein schöner Bau mit einer farbigen Marmorfassade Ja. aus dem 13. Jahrhundert. Palazzo Vecchio waren wir. Ja, mit einem grossen Platz vorne dran. Ja, und auch der Ponte Vecchio. Ja, Ja, die ganz interessante, uralte Brücke, ja. mit Häusern drauf. Ja, Ja. so jetzt eigentlich vor allem so Schmuck. Schmuck. So. Also so So Touristenläden, Ja, oder? ja. Sind sie. auch vieles zu jetzt auch gewesen, aber das stelle ich mir auch vor, wenn du dort im Sommer dort bist, dann kommst du nicht durch, hinterher. Das ist ein riesiges Sturm.
Mir hat das Camping sehr gut gefallen. Das Camping war sehr schön. Ja. Ja, es war schon fast edel. Ja, Sehr sehr edel. edel. Ja, das sind wir eigentlich, also Catwiesel Crew ist sich das normalerweise nicht gewöhnt, schicke Camping zu haben. Das stimmt. Aber wir haben dort eine Sanitäranlage gehabt, ja, da sind wir richtig verwöhnt gewesen. Es hat auch ein sehr gutes Restaurant, eigentlich gerade angrenzend an Camping gehabt, wo wir mega lecker gegessen haben, einen Abend. Feines Bier Nach unseren Erfahrungen mit Busfahren und so haben wir gefunden, wir riskieren jetzt nicht noch zum Nachtessen in die Stadt zu gehen. Wir haben auch nicht mögen. Haben wir wirklich nicht mehr mögen. Nochmal erlaubt. Genau. Aber es ist schön gewesen dort, wirklich. Ist also auf jeden Fall zu empfehlen. Gut besuchtes Restaurant auch. Also für der Camping selber war ja auch relativ leer gewesen. Eher leer, ja. Ja, also voller als andere, die wir auch schon erlebt haben, aber wenig. für so eine Großstadt Wenig. sehr wenig Betrieb. Aber das Restaurant war gut besetzt gewesen. Ja. Also unter der Woche. Ja, am Abend hat es so viele, die sonst Einheimische den Eindruck gehabt, die dort hingehen essen. Ja. Das Panini, das wir gegessen haben. Für eine Stadt, die wahrscheinlich im Sommer recht für Touristen attraktiv ist das Bussystem wirklich nicht so. Es hat zwar Busse, aber man hat keine Ahnung, wie das funktioniert. Ja, und ich habe es auch nicht geschafft, im Internet schlau zu werden. Wir haben dann schon die Seite gefunden, wo eigentlich auch der Fahrplan ist, aber auch dort irgendwie völlige. Ja. Farbige Hände habe ich auch noch bekommen, gell? So ein schönes graues Steinmürli habe ich mit der Hand ein bisschen geklöpfert, weil ich gefunden habe, ja, das sieht jetzt noch schön aus, da könnte man ja sonst noch anhöckeln oder so. Und was war es? Es war frisch gestrichen. Ja, mit dem Resultat, dass nachher die Hand voll war. Natürlich habe ich dann auch noch die Jacke voll gehabt. Genau. Dann hat der Mr. Catwiesel schnell kurz einen kleinen Anfall gehabt. Aber alles halb so wild. Aber ich finde immer noch, in einen Hundekack einstehen wäre schlimmeres Übel gewesen. Ja, das stimmt. Das hat hat jemand gemacht. gemacht? Nein, aber das hat man schon auch immer ein bisschen schauen an gewissen Strassen, oder? Also das ist, das steckt so, oder? Nicht so schlimm. Ja, aber wenn du das noch an den Füßen hast, ist das schlimmer als das Fahrrad daheim. Ja. Im Restaurant, wo wir waren, eben dort auf dem Campingplatz, hat einen am Nebentisch Vin Santo mit Cantuccini zum Dessert bestellt. Okay, ja. Und ich hätte es am liebsten gleich da, aber ich war so voll von unseren Fritto Misto und uns dieser grossen Pizza, dass ich schlicht nicht mehr mögen. Aber wir haben in der Markthalle auch Cantuccini gefunden. Ja. Also ich. Zwar teuer, aber sehr fein. So, vor allem so fein. Rückblickend nach denen, die wir dann im Nachgang gekauft haben, sind nie an die angekommen. Bis jetzt. Ja. Und Vinsanto Also in Florenz in der Markthalle, Tipp für unsere Catwiesel-Zuschauer, dort gibt es die besten Cantuccini. Sie heißt, glaube ich, Cantucci, aber ich habe den Unterschied noch nicht verstanden. Vielleicht sind es grösser, Cantucci sind grösser. Sind schon, ja, weiss nicht. Wir werden es herausfinden. Und eben die tut man traditionell in Vin Santo, so einen süßen Dessertwein dünkeln. Und den kann man auch überall kaufen. Den haben wir gerade nachher gekauft. Auch in einem sehr kleinen Läden haben wir den gefunden. Und das ist so wirklich. Florenz in einem Satz.
Ohne Vorbereitung. Danke. Fang ich an. Ein Satz zu Florenz. Auf jeden Fall ein Besuch. Da dein Schlusssatz jetzt schon sehr lang ist. Und eigentlich schon fast alles beinhaltet hat, würde ich sagen. Ich kann dem nicht mehr anzeigen, verzichte ich jetzt auf den Schlusssatz. Okay, arrivederci. Arrivederci. Coming next. Viel Dampf in der Toskana. Aber das ist eine Geschichte fürs nächste Mal. Weasley.